Wir haben jetzt einiges gelernt sicherlich in den letzten Monaten. Ja, wir vermissen noch unseren dritten Spezi, den Bayer. Dieses ganze Kneipengelaber und sowas. Das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt wie vor 30, 40 Jahren gefühlt in der Schule alle stramm sitzen müssen. Irgendwann war es ja wirklich Woche für Woche, wo du dir dann irgendwann so denkst, so Leute, wir haben jetzt irgendwie auch seit 4 Tagen kein Spiel und ihr habt irgendwie immer noch ein Thema zu bequatschen. Zwei Tore, 3 Vorlagen in den letzten 3 Spielen. Ich habe auch gesehen, das Duo Adeyemi-Brandt, das funktioniert nicht nur abseits des Platzes auch ganz gut, sondern auch auf dem Platz, wie in Leverkusen. Ja, wir vermissen noch unseren dritten Spezi, den Bayer, aber der ist momentan ja ein bisschen angeschlagen. Aber ja, wir haben uns eigentlich schon immer ganz gut verstanden. Aber jetzt gerade zeigt sich so ein bisschen. Karim mir jetzt ein Tor vorgelegt, ich danach ihm. Also wir ergänzen uns ganz gut. Das ist auch die Woche davor, das passt schon. Was für einen Spirit habt ihr gerade in der Mannschaft? Ich glaube einfach, dass wir momentan Struktur haben. Einfach gerade uns in den letzten Wochen und Monaten durch Disziplin auch wieder den nötigen Halt erarbeitet haben und gegeben haben und dadurch halt Spirit kommt am Ende immer erst durch Erfolgserlebnisse. Also der kommt nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, dass sich die Mannschaft jetzt das Selbstbewusstsein einfach auch anerspielt hat. Und jetzt redet man dann immer relativ schnell über den Geist der Mannschaft. Aber das ist am Ende viel Fleiß. Und der Fleiß ist dann am Ende führte am Ende dahin, dass wir uns dann belohnt haben. Vielleicht noch mal 1, 2 Worte zu Greg. Das war schon eine krasse Leistung da am Sonntag in Leverkusen. Ja, brutal. Also hätten wir ihn nicht gehabt, dann wäre das sicherlich ganz anders ausgegangen, das Spiel. Ich glaube, wir hätten auch sicherlich verdient 0-3 zurückliegen können. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Ja, aber so ist es manchmal im Fußball. Ich meine, dafür haben wir ihn ja auch im Tor, hat uns schon super viele Spiele einfach auch den Arsch gerettet. Jetzt wieder am vergangenen Sonntag. Und ja, es ist immer ein gutes Gefühl, gerade wenn du jemand bist, der aus der Offensivfraktion kommt, wenn du weißt, dass da jemand ist, der dein Tor so gut es geht behütet, dann fällt es auch noch mal ein bisschen einfacher, da auch vorne die Tore zu machen. Und effektiv waren wir ja auch. Spiele wie in Leverkusen oder vielleicht auch das ein paar Wochen zuvor in Hoffenheim hättet ihr vielleicht oder wahrscheinlich vor der Länderspielpause Mitte März nicht gezogen. Was hat sich seither entwickelt? Wir haben Disziplin hier reinbekommen, wir haben Struktur reinbekommen, wir haben uns an viele Sachen orientiert, die eigentlich mehr oder weniger Basics sind. Und daraufhin dann aufgebaut, was individuell alles möglich ist hier in der Mannschaft. Ob es dann eine Schnelligkeit ist von Karim oder ob es jetzt am Ende, gut, ich meine, Serou schießt schon eigentlich die ganze Saison Tore, aber auch er, ob es jetzt gegen Barcelona war oder die eigentlich fast jedes Spiel sehr, sehr viele wichtige Tore geschossen, meistens sogar Doppelpacke. Die Defensive ist super solide momentan. Rami hat für sich ja auch jetzt so ein bisschen im Laufe der Saison eine neue Position jetzt nochmal gefunden. Und all das gibt einem so viel Stabilität, dass am Ende so ein Konstrukt dann halt funktioniert. Wir kassieren jetzt nicht so viele Tore. Wir haben jetzt gegen Leverkusen viele Torchancen zugelassen, das auf jeden Fall. Aber ich finde schon, dass wir einen stabileren Eindruck machen. Wir sind sehr effizient nach vorne und dadurch gewinnen wir unsere Spiele. Und das natürlich auch in einer Situation, wo wir auch Spiele gewinnen müssen. Ein Name vielleicht noch, sei da erwähnt, Niko Kovac. Welchen Anteil hat er am Aufschwung der letzten Wochen? Hat er euch wirklich in den Arsch getreten, wie Karim das gesagt hat? Ja, er achtet halt auf die Kleinigkeiten. Und die Kleinigkeiten entscheiden ja oft. Das sagen ja immer so ganz, ganz viele Profis oder ehemaligen Profis. Und am Ende ist es so,
wenn du hier links und rechts immer mal wieder ein bisschen liegen lässt, was erstmal als vielleicht auch unwichtig angesehen wird, dann macht sich das auf dem Platz bemerkbar. Und ich glaube schon, dass er da sehr, sehr strikt ist. Und der eine braucht es mehr, der andere braucht es natürlich dann weniger. Wir sind alles verschiedene Typen, aber im Großen und Ganzen tut schon eine gewisse Linie gut. Und dafür steht er. Und das macht er aber auf seine Art und Weise macht er das sehr, sehr gut. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt wie, keine Ahnung, vor 30, 40 Jahren gefühlt in der Schule alle stramm sitzen müssen, sondern es ist natürlich eine gewisse Lockerheit auch gegeben. Muss es ja auch, aber wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir. Und wenn wir Spaß haben, dann haben wir Spaß. Niko Kovac hat ja auch immer öffentlich unterstrichen, was er von dir hält, hat dir auch immer den Rücken gestärkt. Wie wichtig war es für dich auch in den letzten Wochen vom Trainer immer, das Vertrauen auch zu spüren? Ja, es ist natürlich, ich meine, das, was öffentlich immer, oder das, was Nico dann öffentlich im PKs über mich sagt, klar, es ist natürlich, das ist ja nichts für mich, das ist ja eher dann für alle Medienvertreter eher was. Ich weiß schon, wie er in unseren Trainingsräumen mit mir redet, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander umgehen und unabhängig davon, was er in den PKs sagt. Ich weiß, was ich an ihm habe und ich glaube, er weiß auch, was er an mir hat. Wir haben ein sehr, sehr offenes Verhältnis, ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich schätze ihn, respektiere ihn sehr und von daher ist es immer das eine, ist das, was öffentlich dann gesagt wird. Das ist alles völlig in Ordnung aber das Wichtige ist ja für mich, wie wir untereinander einfach kommunizieren und wie unser Verhältnis ist und das ist sehr gut und das wusste ich auch schon vorher. Wie gesagt, er hat auch sicherlich mir einen gewissen Halt jetzt in den letzten Monaten gegeben und das tat definitiv gut. Du hattest ja jetzt auch nicht die einfachste Saison, die da hinter dir liegt. Ich stand vor 2 Wochen mit Niki Süle da oben. Ja. Ihm ging es ja ähnlich. Ne? Da habe ich ihn gefragt, ob er im Profifußball so ein Jahr schon mal erlebt hat. Die Frage würde ich dir auch gerne stellen. Schon mal so ein Jahr erlebt? Ja, natürlich. Also das zweite Jahr jetzt hier bei Borussia Dortmund war jetzt auch nicht ein spielerischer Leckerbissen. Saß ich viel auf der Bank. Der einzige Unterschied ist, dass sich jetzt natürlich die Kritik ein bisschen zentriert hat. Das war sicherlich viel bei Emre Can dieses Jahr, das war viel bei Nuri Sahin und das war jetzt in der Rückrunde viel bei mir. So, ich habe jetzt einiges gelernt sicherlich in den letzten Monaten. Habe auch natürlich zu vielen Dingen meine eigene Meinung. Aber grundsätzlich, ja, es ist nicht mal so, dass ich jetzt sage, was für ein beschissenes Jahr, sondern es ist einfach so, rein vom Sportlichen her sind wir ja noch dabei, vieles zumindest wieder auszubügeln. Ich für mich ja persönlich auch, aber es war ein lehrreiches Jahr. Ja. Es ist ja auch wahnsinnig viel auf dich eingeprasselt in dieser Zeit. Ich weiß noch, nach dem Spiel in Hoffenheim sind wir auf dem Platz zusammen kurz zurückgelaufen, haben wir kurz gesprochen und meintest du, ja, ein bisschen ist ja auch in Ordnung, aber ich hatte schon das Gefühl, manchmal, das war schon harter Tobak. Hast du da auch manchmal gedacht so, jo, jetzt reicht's aber? Ja, es ist halt, also was heißt reicht? Ich weiß, wie die Fußballwelt funktioniert. So, ich bin ja jetzt lange genug schon drin. Ich weiß, wie einfach es ist, ja, Medien nachzuplappern und das zu tun, dieses ganze Kneipengelaber und sowas. Das ist mir schon bewusst und ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, weil Fußball ist so. Das ist so ein bisschen, ja, einfach viel quatschen, viel sabbeln und das gehört halt auch ein Stück weit dazu. Was mich natürlich jetzt oder was für mich neu war, ist, dass es natürlich dann einfach in der Konstante einfach wirklich, irgendwann war es ja wirklich Woche für Woche, wo du dir dann irgendwann so denkst, so Leute, wir haben jetzt irgendwie auch seit 4 Tagen kein Spiel und ihr habt irgendwie immer noch ein Thema zu bequatschen. Das war sicherlich was Neues, so was ich jetzt auch noch mal so ein bisschen, ja, wo ich eine neue Erfahrung gesammelt habe. Aber ansonsten, ja, ich habe mir viele Gedanken in der Zeit gemacht. Ich habe mir viele Sachen, sicherlich sind auch viele Sachen nicht an mir vorbeigegangen, habe mir viele Sachen gemerkt. Ich habe viele Leute neu kennengelernt, auch von der Medienseite und nehme das so für mich mit und ziehe daraus dann für mich meine Schlüsse. Aber ansonsten rein aus sportlicher Sicht, klar, es war natürlich auch ein Spiegelbild der Saison, die wir alle hatten. Ja, also wir hatten viele ja, schwierige Zeiten, viele schwierige Auf und Abs und neben all diesen ganzen Echos und diesen ganzen Störfeldern, die man vielleicht auch hatte,
ist für mich das Wichtigste momentan, dass wir immer noch die Chance uns selbst bewahrt haben, sportlich zumindest Minimalziele erreichen zu können. Und das ist für mich ganz wichtig. Und da kann ich mich auch, da stehe ich mir selbst nicht am nächsten. Also da kann ich das auch ab, wenn Leute sich vermehrt über mich aufregen oder was auch immer. Da steht der Verein steht da im Vordergrund, ganz klar. In dieser Zeit, wie schwer oder vielleicht auch wie einfach ist es dir gefallen, deinem Spielstil, deiner Art und Weise Fußball zu spielen, auch treu zu bleiben? Ich glaube, in solchen Zeiten, wo es grundsätzlich fußballerisch einfach bei einer Mannschaft nicht funktioniert, ist es immer schwierig, wenn man selbst sich so als Freigeist ein bisschen beschreibt und auch so ein bisschen natürlich ist es was anderes, wenn es Spaß macht, wenn die Kugel rollt, als wenn 50% der Bälle eigentlich nur über dich rüberfliegen und es ist wirklich sehr, sehr, oder mehr oder weniger geht es nur um den Kampf. Aber es ist halt das, was man sich dann, oder es gibt ja immer solche Situationen in einer Saison, wo man durch solche Phasen geht und da ist es einfach dann die Kunst, sich an die grundlegenden Sachen einfach wieder ein bisschen ranzuarbeiten und darüber hinaus dann wieder den Spaß zu finden. So. Und das war die Saison der Fall. Es hat vielleicht mir auch ein bisschen zu lang gedauert, dass man wieder so ein bisschen seine Form findet, aber die Saison hat mich nicht viel gewundert, also es passt schon alles so ein bisschen. Und trotz alledem, wie gesagt, ich will gar nicht sagen, dass es jetzt irgendwie ein komplett beschissenes Jahr ist, weil ich finde, dann hängt man zu viel in diesem Negativen, sondern es sollte schon so sein, dass man sagt, ja, wir haben viele, viele Erfahrungen gemacht, auch die ganze Mannschaft. Für mich, mit 3 Trainern die Saison war es sicherlich jetzt auch nicht unbedingt immer komplett die perfekte Situation. Aber ja, die Saison ist so, wie es ist und wie gesagt, am Ende ist immer das Wichtigste, wie die Saison ausgeht. So. Und nochmal, wir sind immer noch dabei, vieles beeinflussen zu können. Die Form ist wieder da, nicht nur bei der Mannschaft, sondern auch bei dir. Hoffenheim war da vielleicht so ein bisschen auch der Dosenöffner. Dein Tor, was du da erzielt hast, das macht definitiv auch nicht jeder. Danach hast du die Mannschaft zweimal als Kapitän auch aufs Feld geführt. Wie viel Spaß macht es gerade einfach wieder, Fußball zu spielen? Das ist ja das, was ich meinte. Dass jetzt mit all den Dingen kommt die Spielfreude ja wieder, kommt das Tore-Schießen wieder. Ich habe jetzt letztens mal überlegt, wir haben jetzt gegen Leverkusen 4 Tore geschossen, wir haben gegen Wolfsburg 4 Tore geschossen, wir haben 3 Tore gegen Hoffenheim geschossen, wir haben, glaube ich, 3 Tore gegen Gladbach geschossen. Also das ist ja am Ende das Endprodukt von Spaß und Freude, was wir uns dann resultierend aus Arbeit dann auch wiedergeholt haben. Und dann macht es natürlich Spaß, auf dem Platz zu stehen mit den ganzen Jungs. Und das merkt aber auch jeder andere auch. Also da kannst du jetzt jeden aus der Mannschaft fragen, die haben dann alle mehr Freude dran. Mal Hand aufs Herz, wenn ich dir nach dem Spiel in Leipzig gesagt hätte, dass wir am letzten Spieltag die Champions League in der eigenen Hand noch haben, was hättest du mir gesagt? Ja, gut, war ich sehr enttäuscht, aber also ich muss sagen, ich war irgendwann, ich weiß aber nicht nach welchem Spiel, es war nach irgendeinem Heimspiel. Da war ich in der 1&1-Loge zugeteilt und bin dann hochgekommen. Und da hat mich das ja jemand auch gefragt. Und ich sag dir ehrlich, ich habe es jetzt nie richtig ausgesprochen mit Champions League, aber schon, dass wir international noch schaffen, daran habe ich schon noch geglaubt. Weil ich kann dann, also gerade wenn wir noch 6, 7 Spieltage vor Schluss sind, kann ich nicht aufhören, einfach irgendwo ran zu glauben. Und bei der Mannschaft war das ähnlich. Auch mit den ganzen immer wieder Rückschlägen und immer wieder einen auf die Schnauze kriegen. Was würde es euch bedeuten, die Saison mit der Champions League abzuschließen? Ja, also eine Menge natürlich, weil das unser Anspruch ist. Aber wir machen uns deswegen jetzt auch nicht, reden wir uns nicht alles schlecht. Weil es gab Punkte, die waren gut in der Saison und es gab sicherlich auch Punkte, die waren schlecht. Aber wir können das alles ganz normal einordnen und gesund. Und wir dürfen uns dann freuen und wir dürfen dann auch sagen, hey, pass auf, es gab aber ein paar Themen, die einfach nicht gut waren. Fertig.